Das wird heute eine Doppel-VA für den Andi 1878. Ja, zum einen zeig mir dein EDC und dann noch zu deinem, was war das 1000. Video, was du hochgeladen hast. Fangen wir erstmal an mit zeig dein aktuelles EDC und ich habe hier zu Beginn erst einmal die Seiko, hier, das ist die Turtle, ja, die benutze ich seit vielen Jahren mittlerweile schon. Absolut Top-Uhr. Ja, Gruß geht raus an Sven. Dankeschön für den Tipp. Dann Schlüsselanhänger technisch, ja, meine Schlüssel sind hier drin. Ja, das ist eine Spezialanfertigung von Insane Saxon Leder, ja, vom André. Grüße gehen raus, André. Super, super. Ja, Lederarbeit ist bis heute, ja, habe ich nichts anderes in Verwendung, nur das. Kaum zu glauben. Und ich habe das ja mal von Travex hier ergänzt mit diesen Schlüssel, nein, das ist kein Schlüsselanhänger, sorry, so ein Doppelkarabiner ist das hier mit Mehrfachfunktion, wo ich einen Kapselheber integriert habe, ein Kreuz-Schlitzschraubendreher, einen großen Schlitzschraubendreher und kann eben hier vorne noch in dem anderen Karabiner, je nachdem, was ich vorhabe, eben noch gewisse Dinge mit rein bamseln. Ne? Hier, ich sag, ich habe den Mario dabei. Dann haue ich den hier mit rein. Jetzt nur ein Beispiel, natürlich adaptiere ich dann Autoschlüssel etc. Dann kommt das alles in diesen Karabiner vorne mit rein, je nachdem, was ich eben vorhabe. Tolle Arbeit, bin bis heute sehr zufrieden mit diesem Setup. Das hat sich wirklich hier richtig bewährt. Man sieht auch, wie schön das Leder hier gealtert ist im Laufe der Zeit. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ein sehr hochwertiges Leder, was sich hier wirklich über die Jahre toll weiterentwickelt hat. Tolle Nähte, also was der André abliefert, das ist absolut traumhaft. So, kommen wir dazu. Ja, was habe ich sonst noch mit? Ein Portemonnaie-Ersatz, ein paar Geldscheine hinten drin. Hier vorne ist das einzige Messer, was ich in den letzten Monaten getragen habe. Das war ein Victorinox, was ist das, ein Manager. Genau. Ich habe irgendwie die Pinzette verloren, muss mal neu kaufen dazu. Das Manager ist eben wie ein Rambler, zeichnet sich aus durch dieses Spezialtool, was hier dran ist, mit den Kreuzschlitzschraubendreher, den Kapselheber, ja, Drahtbieger. Abisolierer ist da auch noch mit dabei. Wir haben hier die kleine Klinge. Ne? Ist am wenigsten am Einsatz an dem Messer. Hauptsächlich benutze ich die Schere, die hier am Messer ist. Ja, absolut tauglich für alles Mögliche. Ihr wisst, dass Victorinox-Scheren sind einfach toll. Und dann habe ich hier noch die Nagelfeile, die auch gelegentlich mal im Einsatz kommt, beziehungsweise wir haben sogar noch einen Schlitzschraubendreher hier. Auch wirklich super. Damit kann man auch etwas anfangen. Darf es natürlich nicht überstrapazieren. Zudem ist hier noch ein Stift dran. Und wer sich mal daran erinnert, als ich diese Griffschalen hier mal aufgebracht habe, da habe ich ja den Stift aus Versehen mit eingeklebt, so dass der nicht mehr rauskam. Mittlerweile über die Jahre hat er es sich überlegt und zeigt sich wieder. Und ja, seitdem habe ich diesen Stift eben mit dabei. Was immer ganz praktisch ist, ja, wenn man mal einen Stift braucht, hat man einen parat und der schreibt auch wirklich gut. Ja, das reicht mir erstmal hin. Ja, ist auch dem geschuldet, dass man eben aktuell sehr viel über das Thema Messer diskutiert hat und ich einfach keine Lust hatte, ein größeres Taschenmesser mit mir rumzuschleppen. Und ja, da fand ich, das war die beste Wahl. So, dieser minimalistische Kartenhalter oder EDC, ja, weiß nicht, wie man es nennen soll, ja, Geldbeutel, wie auch immer, ja, von Cosi Bate, ja, da hätten wir jetzt alles Mögliche raufprinten können, also Cosi Bate sagt mir wirklich nichts, ist mal kein Louis Vuitton oder Gucci, ist eben ein Cosi Bate. Entsprechend sieht man das auch, wenn man sich hier alleine mal die Nähte anguckt, weiß nicht, da jemand betrunken war oder sehr eilig hatte, als er das genäht hat. Ja, es ist eben, wie es ist, eine relativ günstige Arbeit. Nichtsdestotrotz, ja, bewahrt es meine Karten einwandfrei auf hier. Ich habe hier noch ein kleines Fach, das benutze ich selten. Außen sind eben diese beiden Fächer und hinten das etwas größere. Ich finde es ganz praktisch. Ich habe hier auch schon einen Stift mit transportiert. Da passt eben der Lilliput rein oder der kleine Kaliber 55 vom Böker. Habe jetzt in letzter Zeit aber auch nicht mitgehabt. Wie gesagt, ich habe ja das Victorinox dabei gehabt mit dem Stift. Das brauchen wir ja nicht doppelt und dreifach. Macht aber einen guten Job und ist jetzt seit einem halben Jahr bei mir dauerhaft in der Hosentasche.
dauerhaft quasi im Test und hat den Test bestanden. Das ist genau das Format, was ich mir wünsche von einem EDC, ja, von so einer EDC-Tasche. Für meine Card, bisschen Kleingeld und dass ich noch ein kleines Messer bzw. Stift mitführen kann. Absolut toll, ja, plus Geheimfach hier noch drin. Finde ich klasse. Und aus dem Grund kommt da noch ein Update, ja, genau. Ja, lasst euch überraschen. Ich will nicht zu viel verraten, was ich vorhabe. Vielleicht ahnt ja der ein oder andere hier, was ich vorhabe. Naja, zu viel dazu, mein EDC. Das schieben wir mal beiseite und kommen jetzt zu deinen Fragen. Wie bin ich zu deinem Kanal gekommen? Erstmal, wie bin ich zu YouTube gekommen? Ich habe irgendwann 2015 angefangen, mich für den Bereich Outdoor zu interessieren und war auf der Suche nach einem Outdoor-Messer. Ja, sollte ein schickes Outdoor-Messer sein, am besten Bowie Knife. Ja, eben Outdoor-Messer wie das hier, zum Beispiel von der Firma Messerfieber. Und bin auf den Kanal vom Benjamin Klausner damals gestoßen. Der hatte dort sein Bowie-Messer vorgestellt. Und ja, ich fand das so cool, so eine Messervorstellung. Und da hat er Tests gemacht und Äste abgehackt und sonst was. Und dann habe ich immer mehr von diesen Videos geguckt und hat mich einfach begeistert, was die Leute so alles outdoormäßig mit den Messern gemacht haben. Das fand ich toll. Ja, irgendwann bin ich auf Cold Steel Videos gekommen, habe gesehen, wie stabil Messer sein können. Das ist unglaublich. Und über diese Cold Steel Videos bin ich auch zum Thema Klappmesser gekommen und habe relativ schnell gesehen, ja, wie stabil auch Klappmesser sein können und wie vielfältig Klappmesser sind. Also ihr müsst mal überlegen, ich komme aus einer Zeit, wo Klappmesser ja so aussahen. Also, ne, sowas hier ist, glaube ich, mein erstes eigenes Messer hier, ne? So sah das früher aus. Eben so ein Victorinox-Nachbau mit einem Höllenspiel in der Klinge, schon ab Werk. Weiß gar nicht, was hier mal drauf stand. Irgendwie Air Force oder, ja, guck mal, da kann man sogar noch lesen hier. Ja, das ist die US Air Force. Ich glaube nicht, dass man die US Air Force mit so etwas losgeschickt hat. Das wäre schon schandhaft, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Komm hier, du kriegst heute einen Ehrenplatz. Ja, oder eben hier solche Jugendschanden wie sowas hier. Oh, das krieg ich kaum noch auf. Sollte ich mal warten, ganz dringend, bevor es ganz kaputt ist. Ja, der Backlog funktioniert nicht mehr wirklich. Es wäre aber 42a konform. Dieses Schandmal. Damit möchte ich mich trotzdem nicht erwischen lassen. Ja, keine Ahnung. Ist eben so, ne? Fand man cool früher. Und dann so, das Highlight war früher, wo mag es gewesen sein, 2001, 2002, mein erstes Einhandmesser. Das war Wahnsinn, mit einer Verriegelung. Und ja, das sind die Zeiten, die ich kenne. Ihr seht, das Gummi hat ja schwerstens nachgegeben, ja, diese Gummierung hier drauf. Der Liner ist am Ende. Das ist für mich nur noch ein sentimentales Stück, was ich aufbewahre hier. Hat aber damals schon funktioniert, ja. Das kann man jetzt nicht flicken oder so, aber es hat funktioniert. Absolut tipptopp. Ja, ich kann nichts sagen. Und dann habe ich mich irgendwann wieder nicht mehr mit dem Thema Messer beschäftigt und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich für Outdoor-Messer beschäftigt habe. Bin nämlich jetzt auf deinen Kanal gestoßen. Das war so, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, Richtung Miro, Stefan, du, ihr wart so, die diese Tabletops hatten, aber auch der Schnorris und der Nordseemensch, ja, hatten viel Tabletop gemacht. Und ich fand Tabletop gut. Deswegen mache ich heute auch Tabletop, ja, weil ich es einfach cool finde, ja, richtig schön die Details zu zeigen. Ich liebe das einfach. Deswegen mache ich Tabletop und deswegen fand ich eure Kanäle schon von Anfang an einfach Weltklasse, weil ihr die Details vom Messern gezeigt habt. Ja, was zeichnet dich aus? Ja, und ich bringe dich immer mit eins in Erinnerung, ja. Das ist das Tortuga, ja, in der ersten Version, ja, von Tuya Knives. Das ist ja dein Design. Man sieht's ja hier, ja, dein Logo. Absolut klasse. Ja, ich habe das ja mal von Stefan bekommen und habe das wieder aufgearbeitet. Und klasse daran ist immer noch dieser Mix aus Jute Mikata, hier Burlap Mikata und den sag schon Carbon Fiber, ja. Eigentlich sollte man das nicht kombinieren, aber es ist so stimmig, so passig. Ich finde das so klasse.
Schade, dass da keine Auflage mehr von gibt. Die anderen sind jetzt ja aus anderen Materialien. Ich finde es einfach nur mega. Ja, gerade diese Kombination, die ist ein Highlight. Und dieses Messer bekommen wir auch nicht mehr. Ich gucke schon seit Monaten in Messerforen und warte immer noch drauf, dass irgendwer sowas mal auf den Tisch schmeißt und sagt, ich verkaufe meins. Dann wäre ich sofort am Start, ja. Nochmal so als Sammleredition, so ein gut erhaltenes, das wäre es wirklich nochmal. Und das dann weglegen und das jetzt zum Arbeiten nehmen, weil, ja, das hat mal gearbeitet, das sollte wieder arbeiten. Ich finde es ein bisschen schade, aber naja, ist eben Messer. Ja, also ich kann mich nicht mehr wirklich gut daran erinnern, das müsste um das Jahr 2016, 2017 gewesen sein. Ich selber habe Ende 2016 gestartet mit einer VA für, wie hieß denn der Pfeifenraucher damals, der immer die Insights-Videos gemacht hat. Ich komme wirklich nicht mehr drauf. Ja, der Florian war das. Ich komme jetzt aber nicht mehr drauf, wie sein Kanal hieß. Naja, schreibt es mir in die Kommentare, ihr wisst das bestimmt noch. Für den habe ich die erste VA gemacht und so bin ich zu YouTube gekommen. Jetzt auch schon eine Weile her. Sammle auch ein paar Abonnenten mittlerweile. Ja, und wie gesagt, tolle Community und du gehörst eben mit dazu. Wir sind auch mal gelegentlich immer wieder im Austausch über die Kommentare und so weiter. Manchmal komme ich mit einer Taktzahl nicht hinterher. Du hast so eine gewaltige Taktzahl an Videos, die du dann hintereinander raushaust. Da komme ich gar nicht hinterher und dann bleiben sie irgendwie hängen in später ansehen. Deswegen schaffe ich das nicht alles zu gucken, aber dazwischen sind wahre Highlights. Das muss ich sagen. Also, wie gesagt, mir gefällt das Format mit dem Tabletop super. Beleuchtung ist super. Ich finde, bei dir ist alles sehr stimmig und passig. Du gehst ruhig ran und vor allem du hast richtig viel Ahnung von Messern. Ja. Und das gefällt mir so an deinem Kanal. Andi, bitte mach weiter so. Ja, hätte dich gerne getroffen in Furtwangen dieses Jahr, hat leider nicht funktioniert im Oktober. Ja, vielleicht trifft man sich ja mal woanders. Dankeschön, dass du auf YouTube bist und mit diesen tollen Videos immer wieder wunderschönen Content lieferst. Vielen Dank, beste Grüße von mir. Bis demnächst.